Herzlich willkommen zu Let's Play Hogwarts Legacy. In dieser Folge lernen wir endlich Alohomora und öffnen verschlossene Türen. Hallo nochmal, Mr. Moon. Oh, ich hatte gehofft, Sie wiederzusehen. Gladwin Moon, Hausmeister von Hogwarts, zu Ihren Diensten. Zuerst möchte ich mich entschuldigen, dass ich bei unserem letzten Treffen leicht außer mir wirkte. Ich hatte eine ziemlich beunruhigende Begegnung. Obwohl ich hörte, dass Ihr Besuch in Hogsmeade noch ereignisreicher war als meiner. Man kann es wohl ereignisreich nennen. Ich hatte keinen Trollangriff erwartet. Natürlich nicht. Und soweit ich weiß, hatte das Dorf Glück, dass Sie da waren. Eigentlich hatte ich gehofft, Sie bei meinem jüngsten Besuch in Hogsmeade zu treffen. Ich könnte Ihre Hilfe bei etwas gebrauchen. Sehen Sie die seltsame Statue dort drüben? Schauen Sie, was passiert, wenn das Licht vom Tag zur Nacht wechselt. Oh, das ist mal ein cooler Zeitraffer. Und da war es schon Nacht. Oh, die Statue ist aktiv. Könnten Sie mir vielleicht einen Moment helfen und den Mond von der Statue entfernen? Ja, das machen wir doch. Demigeist-Mond einsammeln. Seltsame kleine Vorrichtungen, nicht? Scheinbar verschwindet die Statue, sobald der Mond entfernt wird. Was übrigens nur bei Nacht funktioniert. Wow. Warum behalten Sie diesen nicht erstmal und ich erkläre Ihnen unterwegs mehr? Seit jenem schicksalhaften Tag im Dorf sind diese merkwürdigen Statuen überall im Schloss aufgetaucht. Einige von ihnen sind sogar in Hogsmeade verstreut. Offenbar versucht jemand, mich zu quälen. An jenem Tag in Hogsmeade bog ich um eine Ecke und sah mich einem Irrwicht gegenüber. Einem Gestaltwandler, wenn man so will. Er nimmt die Gestalt dessen an, was einem am meisten Angst macht. Dieser hat die Form eines Rebellion. Vampires. Ein Pennywise? Ja, eine furchterregende Kreatur, die in die Zukunft sehen kann. Nervenaufreibend. Als junger Mann in Korea bin ich einem begegnet. Eine schreckliche Erfahrung. Diese Statuen sind Demigeist. Die Monde sind vermutlich eine unkreative Anspielung auf meinen Namen. Ein paar Halunken fanden mit einem Irrwicht meine größte Angst heraus und nutzen sie nun gegen mich. Ich habe schon einen Verdacht, welche Schurken dafür verantwortlich sind. Ich hoffe, sie machen einen Fehler und geben sich zu erkennen, wenn die Statuen verschwinden. Deshalb brauche ich Ihre Hilfe beim Entfernen der Statuen. Warum ich? Dafür gibt es mehrere Gründe. Erstens haben Sie sich durch Ihre Heldentaten gegen die Trolle in Hogsmeade den Ruf erworben, furchtlos zu sein. Zweitens, so makaber und abscheulich ein Demigeist auch ist, die meisten finden meine Angst unbegründet. Sie aber haben ihre Wirkung auf mich gesehen. Ich bin einfach mit meinem Latein am Ende. Ich kann mich einfach nicht in ihre Nähe begeben. Ich weiß sogar von 2 Statuen, die sich hier im Lehrerturm befinden. Vielleicht könnten Sie sie entfernen, damit ich meinen abendlichen Pflichten nachgehen kann. So hilfsbereit sind wir natürlich nicht. Wir wollen was dafür. Warum sollte ich? Das erscheint mir unnötig riskant. Ach, seien Sie versichert. Das Risiko ist gering. Und es gibt sogar eine Belohnung. Ich werde Sie einen besonders nützlichen Zauberspruch lehren. Erstens wissen Sie, wie man einen Desillusionierungszauber wirkt, richtig? Tun Sie das, bevor Sie nachts durch den Turm spazieren. Als nächstes stellen Sie fest, dass die Tür verschlossen ist. Wie kommen Sie rein? Mit Alohomora. Und die Ausgangssperre? Ausgangssperre? Mumpitz. Sie sind ein bisschen wie ich früher. Die Schule lag mir zu Füßen. Und das habe ich ausgenutzt. Man hat mich dafür geliebt. Ach, das waren noch Zeiten. Die eine Statue finden Sie im Badezimmer der Vertrauensschüler und die andere im Krankenflügel. Viel Glück und danke. Und wir lernen endlich Alohomora. Das wurde aber auch Zeit. So, jetzt noch schnell nur die richtigen Knöpfe drücken und dann steht uns kein Schloss mehr im Wege. Tada!
Okay. Interagiere mit einem Schloss, um den Entriegelungszauber zu wirken. Oh. Oh je. Nutze L und R, um die Funken zu bewegen und die Scheiben zu drehen, bis beide dazugehörigen Zahnräder aktiviert sind. Dies öffnet das Schloss. Oh je. Müssen wir das jetzt jedes Mal machen, wenn wir ein Schloss öffnen? Okay. Ich versuche das hier nochmal rauszufinden. Moment. Wie geht das jetzt? Das geht links. Also der Controller vibriert, wenn das richtig ist. Aber jetzt müssen wir nur die richtigen Stellen finden. Also das äußere Rad wird mit dem linken Stick gedreht und das innere Rad mit dem rechten Stick. Ich glaube, da war es. Okay, ich muss mich da noch kurz reinfinden. Also, ich glaube, oben ist richtig mit grün. Jetzt müssen wir nur noch für rot das Richtige finden. Eigentlich kennt man sowas, ja. Hier ist es, genau. Jetzt drehen sich beide Zahnräder. Okay, wir haben das Schloss geknackt. So wie bei Assassin's Creed oder so. Denken Sie dran, mit dem Desillusionierungszauber wird sie niemand sehen. Dies ist schließlich ein verbotener Bereich des Schlosses. Oh, jetzt schleichen wir uns auch noch in den Lehrerbereich. Okay, müssen wir wieder ausrüsten. Brauchen wir noch irgendwas? So. Okay, also Schlösser knacken, eben wie gesagt bei Assassin's Creed oder so, kennt man ja. Aber ich glaube, falls euch das stört, könnt ihr das auch in den Einstellungen eben deaktivieren. Wenn du Revelio ausführst, werden Orte, an denen sich Autoritätsfiguren und Gegner befinden, enthüllt, was es dir erlaubt, zu spähen und unentdeckt zu bleiben. Okay. Revelio. Das ist natürlich witzig. Erinnerung an das Kollegium. Die Hauselfen von Hogwarts leisten hervorragende Arbeit und sind der wichtigste Grund dafür, dass im Schloss Ordnung herrscht. Keine noch so große Anzahl magischer Gegenstände, mit denen sie konfrontiert sind, ist ihnen zu groß. Kürzlich ist jedoch ein ganzer Stapel Zauberknallbonbons hinter einem Polster losgegangen. Okay. Piefs wieder mal. Könnt ihr sonst auch gerne pausieren und lesen. Okay, da ist einer. Wir können die Gegner ablenken. Okay, wo müssen wir hin? Wir müssen die Statuen finden. Aber vielleicht können wir auch hier... Oh, noch ein verschlossenes Tor. Ein verschlossenes Schloss auf Stufe 2. Okay, also wir können das wohl noch upgraden. Also suchen wir jetzt erstmal die Stufe 1. Wie läuft es mit deinen Klassen? Die Stufe 1 Schlösser. Okay, wir müssen nochmal... Ich muss kurz die Karte ändern. Dass wir da die richtige Quest ausgewählt haben. Diesen komischen Wegpunkt, der ist noch aus der letzten Folge. Brauchen wir nicht. Kann ich das... Okay, jetzt. Nicht gut, würde ich Oh. sagen. Revelio. Oh, da stehen gerade zwei. Professor Weasley Wir ziehen eine und Professor Sharp. Heran, Okay. die Akonitum nicht von Aphrodin unterscheiden können. Ja, Nun ja. bitte mal aus Es dem ist Weg ja gehen. noch früh. Oh. Vielleicht bessern sie sich. Das sagst du Da ist jedes noch Jahr, eine Seite. Matilda. Ja, nicht, dass er uns entdeckt, ne? Okay, ist aber erst die zweite Schleichsequenz im Spiel. Aber, oh, hat er uns gefunden. Nein! Jetzt kriegen wir Nachsitzen. Oh nein, das Spiel ist vorbei. Okay, war schön. Vielen Dank, dass ihr beim Let's Play dabei wart. Nein, Spaß, wir starten einfach nochmal neu. Ja. Ich finde es gut, dass es Schleichsequenzen gibt, aber dass das Spiel das auch nicht damit übertreibt. Das ist gut. So, okay, jetzt nochmal. Hier hat es dann auch noch weitere Sachen zu entdecken. Okay, das wissen wir schon. Und die Notiz haben wir hier schon eingesammelt. Okay. So. Der steht einfach da. Jetzt müssen wir den ablenken. Hallo? Jetzt sei abgelenkt. Okay.
Hier hat es dann auch noch einen Schlüssel für später. So, und jetzt gucken wir mal, dass wir hier nicht da sind. Oh, okay. Das ist gut. Sind nicht mehr da. Sehr praktisch für uns. Aber leider ist auch diese Tür noch verschlossen. So, wo sind denn hier die ganzen Sachen? Okay, da oben. 31 Meter. Revelio. Da ist noch ein Handbuch. Boris der Bekloppte. Kommt er oder geht er gerade? Man weiß es nicht. Wo ist der andere hin? Oh, okay, sehr gut. Da kannst du bleiben. Jetzt können wir noch schnell die Statue hier aktivieren. Kriegen wir auch noch eine Handbuchseite. Oh. Okay, ich glaube, wir gehen mal hier rein. Das Badezimmer der Vertrauensschüler. Oh, nice. Alohomora. Das ist ja da, wo Harry im 4. Schuljahr baden geht und die maulende Myrte kommt, weil er ja dieses Ei öffnen muss. Bin mal sehr gespannt. Also es muss vibrieren. Ich glaube, rechts stimmt schon mal. Rechter Stick. Also rechter Stick geht auf die Position und der linke nach links oben. Also wenn man es mal ausprobiert hat, dann ist es eigentlich klar, wie es funktioniert. Und wie gesagt, es gibt in den Bedienungshilfen die Option auch, das zu überspringen, die Rätsel. Wenn einem das auf Dauer zu nervig ist. Okay. Oh, das ist die Nixe. Das Badezimmer der Vertrauensschüler. Verfügt über eine Wanne in der Größe eines Swimmingpools, die mit verzauberter Seife und bunten Seifenblasen gefüllt werden kann, sowie ein wunderschönes Wandgemälde, das eine Meerjungfrau zeigt. Kennt man. Es sieht im Film ein bisschen anders aus. Ich glaube, die Beschreibung hier ist einfach näher am Buch. Weil, genau, hier sind nämlich die Wasserhähne rings ums Becken angeordnet. Und im Film war es, glaube ich, so ein einziges Apparat-Dings am Ende vom Becken. Aber es gibt halt verschiedene Interpretationen. Ich habe jetzt die Filme auch teilweise oder fast alle nochmal angeschaut und einen Großteil und muss sagen, mir gefällt Hogwarts Legacy von der Ästhetik her besser als die Filme. Ist auch teilweise sogar detaillierter als im Film. Das glaubt man fast gar nicht. Aber soweit ist die Technik schon mittlerweile. Okay, wir müssen noch eins finden. Das ist wieder die Flohflammendame. Erzählt auch immer nur das Gleiche. Und der Krankenflügel, den kennen wir doch auch schon. Da landet Harry ja auch regelmäßig. Also mindestens einmal im Schuljahr. Wenn nicht sogar mehrfach. Und da ist natürlich der Weg zum Uhrenturm. Genau, beim Uhrenturm ist das. Wo auch Harry und Hermine dann hier im 3. Band die Zeitapparatur aktivieren, um dann die Zeitreise zu starten. Und dann ja eben vom Uhrenturm dann nach unten laufen. Also von der Geografie her perfekt. Okay, so, jetzt dürfen wir uns hier auch nicht entdecken lassen. Dann können wir uns nämlich noch den Krankenflügel ein bisschen genauer anschauen. Professor Garlick ist da. Was machen die denn alle jetzt um die Uhrzeit? Die sollen mal schlafen gehen. Können wir sie... Hallo? Nicht, dass der Zauber an der Tür hängen bleibt. Und uns zu... Nein! Nein! Geh weg! Nein! Oh. Oh Mann. Okay. Gut, das war's fürs Let's Play. Macht's gut, vielen Dank fürs Zuschauen. Nein, Spaß. Okay, wir machen noch einen Versuch. Wir geben nicht auf, sonst... Vom Konzept her eigentlich ganz gut, aber die Umsetzung hat da jetzt ein bisschen gehakelt. So, wir machen uns nochmal unsichtbar. So. Bei den Talenten gibt es auch eine Option, dass man eben dann rennen kann oder so, also oder schneller laufen kann. Das wäre vielleicht dann auch ganz praktisch.
Okay, also wir müssen... Eine Statue haben wir schon. Wir müssen jetzt einfach ganz nach oben ins Krankenzimmer. Hier ist das Schloss auf Stufe 3. Okay. Wir sind ja erst auf Stufe 1. Okay, da ist wieder der Vertrauensschüler. Das interessiert ihn jetzt gerade gar nicht. Nicht nach oben. Oder können wir... sollen wir da lang? Das ist eigentlich auch ganz witzig, der Raum hier, der Gang mit den ganzen Bildern. Revelio. Aber was machst du jetzt? Oh, er kommt runter. Soll er sich da mal da hinten verstecken? Oh, da haben die Bilder gewackelt. Was hat es damit auf sich? So, jetzt sind wir im Krankenflügel. Okay. Da hinten. Jetzt ist es wieder anders. Jetzt sind die... Oder? Ne, die sind wieder hier. Abgesagt wurde. Laufen wir einfach mal dran vorbei. Ich wollte in dieser Saison ein paar Galeonen auf Hufflepuff setzen. Können wir die dahin locken oder so? Ravenclaw? Ich kann eine vielversprechende Wette erkennen. Und Ravenclaw wäre keine gewesen. Jedenfalls nicht dieses Jahr. Oh, da liegt einer. Ich würde auf Hufflepuff setzen. Was war das? Was war was? Was? Ich Nichts? dachte, ich hätte was gehört. Oder nicht? Nein, nein, nein. Jedenfalls hatte ich große Hoffnung auf Hufflepuff. Da ist noch eine Demigeist-Statue. Okay. Wir haben alle. Jetzt nichts mehr weg hier, aber wir können uns noch hier mal ein bisschen umschauen. Natürlich die großen Fenster und die Betten, die links und rechts aufgestellt sind. Bisschen Sichtschutz, aber wirklich Privatsphäre hat man hier nicht. Und so viele Schüler können hier auch gar nicht. Oh. Wenn es hier ein nächstes gibt. Da ist der Zauber wieder am Sichtschutz hängen geblieben. Die sollen nach da hinten laufen. Oh Mann! Nicht... Das ist so einfach... Was soll denn das? Wie dumm kann man sein? Also ich meine, das Spiel... Tut mir echt leid, aber... ein Zauberstabfänger. So, da hinten soll das von mir aus laufen. Sollen die gehen. Also, Also, manche Spiele sind halt schon, wenn die zu verbuggt sind, also hier geht's natürlich, aber es ist manchmal schon extrem ärgerlich, wenn das so voller Bugs wäre. Okay, also wir haben es ja jetzt geschafft, jetzt müssen wir hier nur noch ungesehen raus. Wir können einfach Professor Garlick folgen. Unsichtbar, ist gar nicht creepy, nein, nein. Es gibt ja zwei Lager. Die einen stehen total auf Professor Garlick und die anderen auf Sebastian. Aber hier ist einfach so, dass wir zufällig den gleichen Weg haben. Und hier ist noch eine Handbuchseite, die wir mitnehmen können. Revelio. Schildkrötenpanzer. Viele halten dies für die Schale einer Feuerkrabbe, die auf den Fidschi-Inseln heimisch ist. Fachleute schwören jedoch, dass es sich um einen mit Juwelen verzierten Schildkrötenpanzer handelt, der von einem verrückten Zauberer bei Versailles kreiert wurde. Als sein Schloss von Nifflern überrannt wurde, wurde der schillernde Panzer entwendet und erst Jahre später von einem Hogwarts-Professor bei einem Urlaub in den Ardennen entdeckt. Okay, verrückt. Der steht jetzt hier schlecht. Du musst, okay, wir können einfach hinterrücks vorbei. Ah, das ist der von hier unten. Okay. Oh, der Schlüssel fliegt jetzt nach da oben. Aber den holen wir uns dann später. Oder nach unten. What? Hat er das kurz angetäuscht? Nee. Doch. Gibt's doch jetzt mehrere Schlüssel. Dann klatschen wir den noch schnell ins Schloss rein. Oh.
Ja, komm. Gar nicht so schüchtern. Einfach einmal kurz. Ja, sehr schön. Die nächste Hausmarke für unsere Haustruhe. Okay, jetzt müssen wir nur noch hier zu Gladwin gehen und ihm die Statuen aushändigen. Hallo, Mr. Moon. Ich habe die Monde, die ich sammeln sollte. Sie sind so furchtlos, wie ich gehofft hatte. Ein ausgezeichneter Beginn. Wenn wir noch mehr sammeln, könnten wir Hinweise darauf erhalten, wer hinter all dem steckt. Natürlich habe ich zuerst Peeves verdächtigt. Er hat den letzten Hausmeister Rancorous Carp mit seinen unerträglichen Possen in den Vorruhestand getrieben. Aber das erklärt noch nicht den Irrwicht in Hogsmeade, oder? Nein. Ich bin entschlossen, mit Ihrer Hilfe die Identität meines Peinigers herauszufinden. Ja, das machen wir jetzt. Also wir helfen ihm natürlich, damit wir noch Stufe 2 und 3 bekommen. Das klingt spannend. Ich würde Ihnen gerne helfen, dieses Rätsel zu lösen. Sie sind ausgesprochen freundlich und gebildet. Und ich kann Ihnen im Gegenzug für Ihre Hilfe auch etwas anbieten. Denken Sie daran, dass die Monde nur nachts zu holen sind. Deshalb rate ich, wenn nötig, Desillusionierung zu benutzen. Wie viele Statuen gibt es denn? Ich weiß nicht genau, aber ich habe Dutzende entdeckt. Ich scheine sie überall zu sehen. Sie wissen, was zu tun ist, wenn wir ihre Bedeutung entschlüsseln wollen. Sie erwähnten eine Gegenleistung für meine Hilfe. Das stimmt. Sobald Sie mir genug Monde gebracht haben, zeige ich Ihnen sogar noch stärkere Versionen von Alohomora. Es gibt nämlich kompliziertere Schlösser als das im Lehrerturm. Gut. Ich halte die Augen offen. Das wäre nett. Ich wusste, dass ich mich an Sie wenden kann. Revelio. Können wir dieses Geheimnis lüften? Auftrag abgeschlossen. Die Hauptquest ist, ja, bestanden. Und da ist natürlich noch ein Kätzchen. Das müssen wir natürlich streicheln. Aber so wie ich gesehen habe, gibt es keine Achievement fürs Katzenstreicheln. Ich frage mich, ob Sie bei Gelegenheit in den 3 Besen vorbeikommen könnten. Ich könnte Ihre Hilfe gebrauchen. Okay, wir kriegen Eulenpost. Wie gesagt, vermisst meine Schwester Anne Hogwarts sehr. Sie hat sich irgendwie verändert. Denkst du an dein Versprechen, sie mit mir zu besuchen? Ich breche bald nach Feldcroft auf und freue mich darauf, dich dort zu sehen. Es liegt südlich von Hogwarts. Hoffentlich kommst du jetzt mit dem Explosionszauber zurecht. Er gehört zu meinen absoluten Favoriten. Wie könnte ich dich vergessen, Sebastian? Ich habe Deek gebeten, Ihnen dabei zu helfen, den Raum zu nutzen, um Ihre Ausbildung im Bereich Tierwesen zu vertiefen. Bitte treffen Sie ihn dann dort. Ich habe schon seit einiger Zeit nichts mehr von meinem Onkel Roland gehört. Ich bin ganz außer mir vor Sorge. Können wir uns im Innenhof treffen? Okay, wir sind sehr begehrt. Die Leute kriegen natürlich ihre Probleme ohne uns nicht hin. Ist halt natürlich in so Videospielen so. Und da ist noch eine Truhe dahinter. Also wir lösen jetzt noch ein bisschen Rätsel. Und dann helfen wir noch einer Mitschülerin am See. Und da gibt es auf jeden Fall, kann ich schon mal spoilern, die Option, das Gefundene zu behalten, worüber sie sich nicht freuen wird. Okay. Also hier brauchen wir jetzt die 5. A.k.a. die Krabbe muss hier hin. Wieder mal auf Wir haben ja Arithmetik gefunden. Also es gibt einen Trick, wie man das lösen kann, beziehungsweise gibt es eben auch ein Zimmer oben im Turm, wo das dann erklärt wird. Ansonsten kann man natürlich hier einfach zählen und fängt einfach mit der 0 an, nicht mit der 1, sondern mit der 0 im Uhrzeigersinn. Und dann hat man das gelöst. Abstellkammer. Okay. Und zum Schluss hat noch eine Mitschülerin uns um Hilfe gebeten, beziehungsweise wird sie das gleich tun, am See. Und zwar sollen wir etwas für sie besorgen. Gehst du schwimmen? Wo denkst du hin? Obwohl ich langsam glaube, ich sollte wirklich schwimmen lernen. Was wäre ich für eine Kontaktperson für die Wassermenschen, wenn ich nicht schwimmen kann? Du bist eine Kontaktperson für die Wassermenschen? Nun, im Prinzip nicht, nein.
Diese Position existiert im Augenblick noch nicht, aber das werde ich ändern. Darauf kannst du dich verlassen. Ich bin übrigens Nerida Roberts. Wir sind uns erst einmal begegnet beim Duell bei den gekreuzten Stäben. Ja, natürlich. Schön, dich wiederzusehen. Ebenso. Du interessierst dich ja sehr für Wassermenschen. Das tue ich auch, denn sie werden von uns ebenso missverstanden und missachtet wie Kobolde und Zentauren. Und ich finde, wenn Kobolde und Zentauren Verbindungsbüros im Ministerium haben, sollten die Wassermenschen auch eins haben. So, wir lassen natürlich jetzt den Bad Boy wieder raushängen. Und zwar nehmen wir diese Option hier. Ich bin nicht sicher, ob das ein lohnendes Unterfangen ist. Wollen die Wassermenschen überhaupt Kontakt? Bisher scheinen sie dafür offen zu sein. Ich habe ihnen vor einigen Wochen ein Geschenk gebracht und sie wollten mir auch eines in einer ihrer Höhlen hinterlassen. Ein Austausch und eine Einladung. Ich wollte ihnen sagen, dass ich nicht schwimmen kann, aber ich habe es wohl nicht gut übersetzt. Meerisch ist echt knifflig. Was hat die Zaubererwelt bezüglich der Wassermenschen falsch gemacht? Nun, wir haben die Wassermenschen trotz der vielen Gemeinsamkeiten zwischen unseren Kulturen stets herablassend behandelt. Kein Wunder, dass sie den Zauberwesenstatus des Ministeriums vor Jahren abgelehnt haben. Wie kann man solche Schönheit und Intelligenz klassifizieren? Also ganz überzeugt bin ich noch nicht, ob wir helfen sollen. Was denkst du, würde eine Kontaktperson der Wassermenschen tun? Oh, vieles. Ich will alles über sie erfahren. Wenn ich erst schwimmen kann, werde ich natürlich mein Meerisch perfektionieren. Und ich würde ihnen alles erzählen, was sie über die Welt der Zauberei wissen wollen. Ich hoffe, dass beide Seiten wachsen können, wenn wir einander besser verstehen. Was genau interessiert dich so an den Wassermenschen? Oh, ich kann dir gar nicht sagen, wie wundervoll sie sind. Die Geschichten über sie sollen sogar bis in die Muggelwelt vorgedrungen sein. Die ältesten bekannten Wassermenschen, die Sirenen, stammen aus Griechenland. Schottland hat die Selkies und Irland die Marrows. Ich könnte noch ewig über sie sprechen. Ihre prächtigen Unterwassergemeinden, die Domestizierung der Meerestiere, ihre Kunst und Musik. Es ist eine Schande, wie wenig wir sie verstehen. Okay. Also ich kann schwimmen und ich helfe dir gerne. Das würdest du tun? Danke, danke, danke. Sie sollen auf keinen Fall denken, ich würde ihr Geschenk verschmähen. Diplomatie ist ein Drahtseilakt. Wenn ich mich nicht irre, kann man dort vom Wasser aus direkt in ihre Höhle hinuntertauchen. Was du alles sehen wirst. Eines Tages werde ich es selbst erleben. Das weiß ich einfach. So, dann nichts wie ab ins Wasser. Ich würde sinken wie ein Stein. Finde die tropfenden Höhlen. Also ich habe ja echt gedacht, dass da jetzt eine große, aufwendige Unterwassersequenz kommt. Aber das Spiel hat keine Tauch- oder Unterwasserpassagen. Deswegen tauchen wir jetzt hier einfach mal ab. Und was passiert jetzt? Wir tauchen in der Höhle einfach wieder auf. Haben die Wassermenschen Nerida wirklich ein Artefakt hinterlassen? Okay. Jetzt müssen wir kurz noch ein Mottenrätsel lösen. Lu, so. Du musst jetzt mit mir mitkommen. So, ihr kommt einfach alle mit. Geht das? Können wir nicht mehrere? Ich dachte, wir könnten auch mehrere nehmen. Jetzt fehlt nur noch der Rest von euch. Gut. Lumos. Die ist vom Spinnennetz blockiert. Lumos. Müssen wir kurz uns den Weg freimachen. Incendio. Lumos. Frei brennen. Dann klappt es auch mit der Motte. Und die ist auch noch gesperrt. Okay, müssen wir gleich dann nochmal extra separat holen. Incendio. Dieser Zauberspruch hat einfach keine Reichweite, egal was man anstellt. So. Können wir die Tür öffnen. Und schauen, welche Optionen wir dann am Schluss haben. Ob wir sie auch wieder schön hintergehen können. Was haben wir hier? Unsere Mitschüler.
Ein bisschen schlechtes Gewissen habe ich wird sich darüber freuen. bei so Optionen, ja. Aber dafür machen wir ja dann noch zu gegebener Zeit den Gryffindor Playthrough, wo wir dann nett sind und allen helfen. Aber Slytherin-Schüler ist einfach ein A-Loch. Übrigens, schaut euch auch mal mein Lego Let's Play an. Das ist auch eine eigene Art, eine eigene Interpretation von Hogwarts im Lego-Stil. Hat aber erstaunlich viele Gemeinsamkeiten mit Hogwarts Legacy, muss ich sagen. Also ist schon krass. So, jetzt reden wir mal mit der Nereida. Wenn wir aus dem Wasser irgendwie rauskommen. Okay. Das Geschenk von den Wassermenschen war wirklich leicht zu finden. Oh, das ist großartig. Ich hatte befürchtet, Sie hätten es als Beleidigung aufgefasst, dass ich es noch nicht abgeholt habe. Unsere Beziehung zu Ihnen ist auch so schon angespannt. Tja, wird aber nicht besser. Oh, wir können es behalten. Ja, wir behalten es. Mir gefällt die Vorstellung eines echten mährischen Artefakts. Ich bin versucht, es zu behalten. Was? Warum tust du das? Dieses Geschenk war eine Geste des guten Willens, ein Symbol der Hoffnung. Ich wollte es dem Ministerium zeigen. Wie er sich einfach freut. Wenn es dir so wichtig war, dann hättest du dir das Geschenk vielleicht selbst holen sollen. Das hätte ich, wenn ich schwimmen könnte. Du hast die Beziehungen zwischen unseren beiden Welten womöglich stark beeinträchtigt. Tja, also und soll ich was sagen? Nun muss ich wirklich schwimmen lernen. Diesem Schüler ist es egal. Oh, Mann. Okay, das wird sie sich in Erinnerung behalten. Aber das kommt davon, wenn man einfach uns immer um Hilfe bittet und die Probleme nicht selber lösen kann. So, in diesem Sinne, macht's gut. Danke fürs Zuschauen. Lasst ein Like da, wenn euch das Spiel gefällt. Und einen Kommentar, was ihr von dieser Entscheidung haltet. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Euer Fabian.